Hallo liebe Community, hier ist mal wieder euer Chrissy und es geht weiter mit der Brennensee V4. Ihr habt mich mit E-Mails bombardiert. Ihr könnt das auch gerne in den Kommentaren machen, bitte, dann haben die anderen auch was davon. Es ging nämlich um das Thema vernünftig ankörnen. Ich habe euch ja in meinem Schnelldurchlauf-Video gezeigt, dass ich das hier mit so einem Automatikkörner gemacht habe. Ja? Und natürlich, klar, wenn ihr das mal so seht, der Automatikkörner, der hat hier drin Spiel. Ja gut, der ist jetzt noch ein bisschen lose, den mache ich jetzt mal fest. Der hat hier drin Spiel. Ja? Und dadurch, dass der hier drin Spiel hat, entsteht natürlich eine Ungenauigkeit. Und diese Ungenauigkeit wird euch nachher auf die Füße fallen, denn dieser Beam hier oben, ja, der jetzt hier dann drauf kommt, der hat M6er Löcher, ja, in diesem Format, und jedes dieser Löcher ist mit 6,5 gebohrt. Das heißt, ihr habt 0,25 mm auf jeder Seite, habt ihr Platz, ja, in alle Richtungen. Das heißt, da ist nicht viel Raum. Ja, da kann man natürlich noch ein bisschen tricksen. Man kann diese Löcher dann größer bohren, ja, indem man die auf 6,8 bohrt und nicht 6,5. Ja, das geht auch. Hier steht ja jetzt 6,5 drauf. Dann hat man ein bisschen mehr Wiggelroom. Und natürlich kann man auch vernünftig ankörnen. Und ich hatte euch das ja schon gezeigt mit dem Körner. Ich habe jetzt mal 2 Körner hier. Das ist mein Körner. Den habe ich tatsächlich ja, gehärtet, wie man sieht. Ja, der hat also hier eine schöne Farbe bekommen und dann habe ich ihn gehärtet. Und heute war ich nochmal los, habe nochmal einen neuen gekauft. Ja, das ist dann hier am Baumarktkörner. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der geilste Scheiß, aber er wird gehen, ja. Und natürlich ist klar, wenn wir hier mit dem Körner versuchen durchzukörnen, das funktioniert nicht, weil wir kommen nicht auf das Metall, ja, weil hauen wir jetzt hier drauf, platzt das weg. Da gibt es dann natürlich noch mehrere Möglichkeiten. Es gibt dann Leute, die nehmen dann einfach einen passenden Bohrer. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich hier einen finde. Einen passenden Bohrer, also das Loch ist 3,2 mm. Das heißt, wenn ihr einen Dreierbohrer nehmen würdet, ja, könntet ihr auch den Bohrer hier durchstecken und dann auf den Bohrer draufhauen. Habt ihr auch einen Punkt, aber das ist natürlich Blödsinn. Wir hauten auf den Bohrer drauf. Ja, das ist Quark. Außerdem macht er damit den Bohrer kaputt. Der Bohrer sollte prinzipiell härter sein als der Stahl, aber ja, dann brechen euch vorne die Schneiden weg und wenn ihr das nächste Mal damit bohren wollt, ist der Bohrer auch Fratze. Macht also auch keinen Sinn. Ja? Und ich habe euch ja die wunderschönen Dings angepriesen, die Punch-Tools, und tatsächlich habe ich sie jetzt gefunden. Ja, hier sind sie, so sehen sie aus. Das sind die Punch-Tools. Und ich nehme jetzt mal den dicksten raus hier, damit ihr das mal sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich versuche das mal so auf meiner Hand hier, oder sagen wir mal so hier auf der Hand. Also ihr seht das, das ist ein Tool, das hat ist vorne gerade und hat eine ganz kleine, feine Spitze. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, ob man die hier irgendwie mal sichtbar machen kann. So eine ganz kleine, feine, das ist wie so ein kleiner Punkt hier. Ne? Und das ist ein Punch-Tool. Und da nehmen wir jetzt in unserem Fall ein 3 mm Punch-Tool. Ja, müssen wir mal gucken hier, welches das ist. Muss ich selber jetzt noch mal gucken, welches hier durchpasst. Das ist es nicht. Ja, und immer wieder so rum, dass die Spitze nach oben ist, weil sonst machen wir die kaputt. Nehmen wir mal das hier, ist das ein 3 mm. Das muss also durch das Loch passen. Ja, so. Das passt auch nicht durch, also ist das auch nicht das 3 mm. Ich denke, dann wird es das nächste sein. Habe ich übrigens wieder gefunden, meine Punch-Tools, ja. Gucken wir mal, das passt jetzt hier durch. Gucken, ja, das passt genau durch. Ja. Hier, ihr seht, das hat hier kaum Bewegungsspielraum. Ja. Das ist eigentlich das richtige Tool eurer Wahl. Und was man jetzt macht ist, man nimmt dieses Punch-Tool. Es gibt dann Leute, die bauen sich hier noch solche Geräte dran, um gerade zu hauen. Ja, also quasi, die bauen sich so wie kleine Winkel hier dran. Ja, kann man sich auch ausdrucken. Wo ist denn mein Winkel? Hier ist mein Winkel. So, ja. Gibt Leute, die machen es dann richtig, die übertreiben es dann richtig so. Die halten dann ihren Winkel dran, dann versuchen sie das hier festzuhalten und dann hauen sie hier drauf. Im Prinzip braucht ihr das ja nicht machen. Ja. Ihr nehmt einfach nur das Punch-Tool, haltet das durch das Loch, haltet das Ding halbwegs gerade. Achtung, wird laut. Bumm. So, und jetzt habt ihr hier einen kleinen Punch. Und dieser kleine Punch, der wird dann mit einem Körner, mit einem richtigen Körner, wird der aufgeweitet. Das heißt, ihr guckt, wo der Punch ist, nehmt euch einen richtigen Körner, Achtung, wird laut, bumm. Und jetzt habt ihr den Körnerpunkt, den ihr braucht. Ja? Und mit dem Körnerpunkt, da könnt ihr jetzt auch euren Bohrer nehmen und der Bohrer wird dann auch nicht mehr weglaufen. Ja? Und das ist das, wie man es eigentlich richtig macht. Das sind die sogenannten Punch-Tools. Ja? Das sind einfach nur Stangen, die vorne eine super kleine Spitze haben. Die machen nur einen ganz kleinen Körnerpunkt, aber dieser kleine Körnerpunkt reicht aus, dass der große Körner im Prinzip dann seine Arbeit machen kann. Ja? Und immer schön hier die Kappe drauf, weil sonst macht ihr euch die Finger kaputt, wenn ihr hier rauf piekt, das tut weh. Das ist das Erste, ja? Also das, was ich euch nochmal sagen wollte, weil dazu waren Fragen, Punch-Tool, hä, ich nehme Körner. Ja? Körner könnt ihr hier vergessen, wenn ihr den Körner hier durchhaltet, dann platzt das auf, ja? Das funktioniert nicht. So, das nächste war dann hier oben da müssen wir mal die Kamera ein bisschen hoch machen. Das war die Y-Geschichte. So, muss ich ja bloß mal meine Kamera festmachen, dass sie jetzt nicht mehr sich nach unten bewegt. Das olle Viech. So, funktioniert das? Ja. So, also das hier ist dann die
die Rail, die hier auf der Seite drauf kommt, die Y-Rail. Und da habe ich euch ja schon mal erzählt, wo die Dinger hier hin müssen. Und das hier, das sind die entsprechenden Teile, die habe ich jetzt in schwarz gedruckt. Das sind eure Zentrierhilfen. Ja, das heißt, ihr habt hier dann das Ding zentriert. Ich habe jetzt 3 Stück genommen. Und je länger die natürlich ist, desto mehr braucht ihr. Ja, dass die halbwegs in der Mitte da drauf sitzt. So, markiert euch bitte auch eine Seite. Ja, also man kann ja jetzt hier mit dem Edding, hier hinten am Ende, schreibt man jetzt drauf, zum Beispiel SL. Das ist dann Servo-Seite, ja, Stepper-Seite, da wo der Stepper sitzt, S und L, das ist die linke. Weil, wenn ihr die jetzt markiert und anbohrt und ihr dreht die oder ihr nehmt die andere Schiene, dann passt die möglicherweise nicht mehr. Ja, also da müsst ihr wirklich aufpassen. Hier vorne an der Stirnseite schreibt euch einfach drauf SL und SR. SL ist die linke Seite, SR ist die rechte Seite, wenn ihr vor der Maschine steht. Und R ist die also SR rechte Seite und S ist für Stepper oder Servo, ne? Auf der Seite, wo der große Block ist. Ja? Da muss das Ganze dann hin. Das nur noch mal als Hinweis. Diese Dinger könnt ihr euch auch ausdrucken und die gibt es dann auch noch mal, in meinem Fall, weil ich ja ein 80er, ich habe einen 80er Gantry, die gibt es dann auch noch mal größer. Ja, die habe ich dann auch noch mal größer gedruckt. Das ist hier für das 80er Gantry. So, Autofokus, kannst mich mal. Das für das 80er Gantry, ihr seht schon, ne, das ist viel größer als das, weil das Gantry, das ist halt 80 x 60, 80 hoch, 60 breit und das andere ist 80 x 80. Und deswegen brauchte ich hier nochmal die größeren. Und das sind dann hier die kleinen für die Rail. Damit ist die hier auch schön in der Mitte, so wie es sein soll. Die kann sich auch nicht bewegen. Habe ich ausprobiert, funktioniert wunderbar. Für die X-Achse nachher habe ich 4 von denen gedruckt. Für die Y-Achsen hier habe ich jetzt nur 3 gedruckt. Im Prinzip reichen auch 3. Ja. Und dann ist es auch wieder ganz einfach. Wir suchen uns ein Punch-Tool raus. Das steht ja hier hinten noch. Wir suchen uns ein Punch-Tool raus, was da reinpasst. Und das stecken wir einfach mal ohne Spitze rein, hier in die Löcher. Ja, hier ist noch Wiggelroom, da ist noch Bewegung drin. Das nehmen wir nicht. Nehmen wir mal das nächste. Gucken wir mal hier. Oh, das passt da wunderbar rein. Ja, ihr seht, das hat hier nur ganz wenig Bewegung. Und das können wir nehmen, um gerade Löcher zu machen. Also gerade Punkte. Ja. Der nächstgrößere passt, glaube ich, nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, schon probiert. Ja, der nächstgrößere passt nicht mehr durch, also den können wir nicht nehmen. Ja, also macht bitte nicht den Fehler, den viele Leute dann machen. Nehmt nicht diesen Körner, weil dieser Automatikkörner, guck mal hier, ja, der hat zu viel Platz. Ein richtiger Körner reicht auch nicht bis unten hin, ja, geht nicht. Und was natürlich auch ganz viele Leute machen, ist total bescheuert, die Leute nehmen einen Stift. Ja, es gibt ja sogenannte Bohrlochmarker, die haben eine ganz lange Spitze. Und wenn ihr damit dann hier reingeht und dann einen Kreis macht und dann versucht in der Mitte da drauf zu kommen, das ist Hühnerscheiße. Ja, also macht das bitte nicht. Punch-Tools sind da auf jeden Fall sicherer, weil dann habt ihr hinterher weniger Ärger, weil die Punch-Tools einfach super genau sind. Weil sie eben direkt den Schraubendurchmesser haben, kloppt da drauf, habt einen kleinen Körnerpunkt, den macht er größer mit dem richtigen Körner. Und da, wie gesagt, aufpassen, ne? Der Körner muss schön ordentlich sein, vorne drauf, hoch und dann bumm, draufhauen, ne? Männerschlag. So, dann war noch die Frage, wie soll ich mir merken, welches Teil welches ist? Naja, wenn ihr nachher lackieren wollt, dann ist das prinzipiell kein Problem. Dann kann man einfach im Beam hier innen drinne, klebt man sich einen kleinen Zettel rein. Und dazu ist immer geil das blaue Tape. Kann ich euch nur empfehlen. Blaues Tape ist super cool. Klebt man hier an eine Seite dran, dann weiß man, welcher Beam welcher ist. Man könnte jetzt auch Schlagzahlen nehmen, die hier reinschlagen. Dann wüsste man auch, welches Teil welches ist. Muss man sich halt aufschreiben. Hierbei ist nur wichtig zu wissen, nachher, wo ist vorne, wo ist hinten. Das ist aber hier bei diesem X-Beam oder Y-Beam kein Problem. Denn wir sehen ja die Seite, wo der Block drauf geschraubt ist. Das sind dann 2 4-Schrauben. Und auf der anderen Seite ist ja der dünne Block. Das sind dann nur diese 3 Schrauben hier. Ne? Das sehen wir dann auch. Also da wissen wir schon, wo vorne und hinten ist. Da müssen wir dann aber, nachdem wir alles ausgerichtet haben und dann alles ausprobiert haben und das wieder auseinanderbauen zum Lackieren, müssen wir natürlich auch wissen, welcher der linke und welcher der rechte war. Ja? Kann man sich hier innen drin ein kleines Stück Bluttape reinkleben, schreibt da L oder R drauf und dann weiß man, welcher der linke oder der rechte ist. Das war nämlich die nächste Frage. Woher weiß ich nachher nach dem Auseinanderbauen und Lackieren, welcher ist? Ja, das ist auch ganz einfach. Ein bisschen Bluttape nehmen, ist geiles Zeug, kann ich euch nur empfehlen. Dann war natürlich die Frage nach dem Akku-Loop. Ja, also ich kriege keinen Akku-Loop ran, was soll ich nehmen? Ganz einfach. Man nimmt hier einfach Bohr- und Schneidöl von irgendwelchen Firmen, die es da so gibt. Ja, hier gibt es halt hochdruckstabiles Schmier- und Mittel zur Metallbearbeitung. Beim Bohren, Drehen, Fräsen, Schneiden und Stanzen von Metallen aller Art. Ja, das riecht ein bisschen nach Werkstatt, also in der Werkstatt, wo ich immer bin. Ja, also von daher ist jetzt eine Firma, ist scheißegal, welche Firma das ist. Ich denke, ihr wisst schon, welche Firma das ist. Geht auch, ja, Bohr- und Schneidöl, einmal schütteln,
kurz ein bisschen was am Bohrer gesprüht oder dahin, wo man bohren will. Und dann bohrt ihr da Metall. So, Bohrer war auch eine Frage. Chrissy, welche Bohrer soll ich nehmen? Naja, die Bohrergrößen habe ich euch ja schon mehr oder minder falsch erklärt. Aber ihr könnt ja selber gucken, was er braucht. Also normalerweise steht es ja hier auch drauf. Ja? Wenn wir hier mal gucken. Hier steht drauf 5 mm Bohren M6. Ja? Hier steht drauf 5 mm Bohren M6. Dann gibt es nachher noch welche, da steht dann drauf, hier 5 mm M6 steht ja auch drauf. Es gibt nachher noch welche, da steht dann drauf 3,2 Bohren, 4 Gewinde schneiden. Braucht ihr bis drauf gucken. Ja? So, Bohrer. Das hier sind zum Beispiel jetzt mal 2 unterschiedliche Bohrer. Ja? Und diese 2 unterschiedlichen Bohrer sind schon qualitativ komplett unterschiedlich. Das hier ist ein Baumarktbohrer, HSS, Hochleistungsschnellstahl. Naja, das ist ein Schrottbohrer und das hier auf der rechten Seite, das ist ein Industriebohrer. Ja, und man sieht schon, wie die geschliffen sind, dass das ein ganz großer Unterschied ist. Und das merkt ihr auch beim Bohren. Diese Bohrer hier aus dem Baumarkt, ja, diese schwarzen, die könnt ihr gleich in eine Tonne schmeißen. Die taugen überhaupt nichts. Ja, da bohrt ihr 3 Löcher mit, dann sind die vorne weggebrochen. Die sind Schrott. Wenn ihr euch Bohrer kaufen wollt, dann gibt es welche, die sind karbidbeschichtet. Es gibt verschiedenste Arten. Aber achtet darauf, dass die so ein bisschen, meine sind jetzt eher so silberfarben, ja, es gibt aber Bohrer, die sind dann auch so ein bisschen gelblich, ja, so bräunlich brüniert, sage ich mal. Daran kann man das auch erkennen. Beschichtete Bohrer kaufen, ja. Die haben einfach viel besseren Schnitt und das Thema, wenn ihr mit so einem großen Bohrer irgendwo durchbohrt, ihr merkt das gleich, der zieht sich durch und reißt euch den Arm ab, ja. Also die Bohrer sind auch hier an den Seiten super scharf, die brechen die Späne gut. Ja, sowas nehmen. Kauft nicht sowas hier. Ja, solche schwarzen Bohrer hier aus dem Baumarkt, die könnt ihr in eine Tonne rauchen. Die sind richtig scheiße. Ja, die sind richtig scheiße. Kauft euch vernünftige Bohrer. So, dann war noch die Frage nach dem Entgrater. Ich habe euch ja gesagt, wenn wir Gewinde geschnitten haben, also wenn wir gebohrt haben zum Gewinde schneiden, dann entgraten wir auch gleich. Da habe ich euch den Kegelsenker gezeigt. Ja, einfach nach Kegelsenker suchen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt hier zum Beispiel auch normale Kegelsenker kaufen. Das ist jetzt ein 6er-Set. Ja, und dieses 6er-Set sieht man ja, da nehmt ihr euch dann quasi den passenden Senker, packt den in den Akkuschrauber und senkt die Löcher vor. Ja, macht da keinen riesen Krater dran, das muss nicht sein. Es geht nur darum, dass das Teil im Prinzip, dass der Gewindeschneider gut fassen kann und dass nach dem Gewindeschneiden die Schraube gut fassen kann. Das habe ich euch ja gesagt. Und das waren nämlich auch die Fragen. Zeig das nochmal mit dem Puncher. Was ist, wenn ich nicht diesen Senker hier, den du gezeigt hast, wenn ich den nicht finde, was kann ich dann für einen nehmen? Naja, natürlich habe ich euch gerade gezeigt, könnt auch normale Kegelsenker nehmen. Was soll ich für Schrauben nehmen? Ganz normale, verzinkte Schrauben. Ja, also sowas hier. Das hier sind ganz normale Schrauben, Imbus, ganz normal. Ja, die nehmen. Ihr braucht keine speziellen schwarzen, ihr braucht keine, was weiß ich was, Superschrauben. Braucht ihr nicht. Einfach die hier nehmen, die reichen vollkommen aus. Ja, da müsst ihr natürlich die entsprechenden Längen dann raussuchen. Das geht aber alles über die BOM und auch über das 3D-Bild könnt ihr rausfinden, welche ihr da benutzen müsst. Bei den Gewindeschneidern ist genau das gleiche Problem. Ihr könnt natürlich billige Gewindeschneider kaufen oder ihr kauft euch vernünftige. Das sind jetzt Industrie-Gewindeschneider. Wie ich schon sagte, die hat der Kunde entsorgt, weil dem Kunden sind die nicht mehr scharf genug, aber für unsere Zwecke sind die noch vollkommen ausreichend. Die sind super scharf noch, ja, kann ich euch nur empfehlen, wirklich da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Wir müssen hier einige Gewinde schneiden und das ist Gold wert. Ja, die sind auch so, dass die nicht gleich abbrechen. Ja, es gibt natürlich Gewinde, also nichts ist schlimmer als ein abgebrochener Gewindeschneider, wenn er hier ein Gewinde schneidet und ihr brecht ihn ab. Wenn ihr euch das nicht zutraut, so wie ich mit dem Akkuschrauber zu machen, dann macht das mit der Hand. Ja? Nehmt einfach eine Schneidkluppe oder hier ein Windeisen und macht das damit. Weil immer eine Umdrehung vor, eine halbe zurück, Span brechen. Eine Umdrehung vor, halbe zurück, Span brechen. Ihr merkt das, es geht irgendwann nicht mehr weiter. Ja? Dann wieder zurück, Span brechen. Wieder vorwärts, wenn es nicht weitergeht, zurück, Span brechen. Immer so weiter und irgendwann seid ihr durch. Ja? Also das... Gute Gewindeschneider nehmen, kauft nicht irgendwie von Amazon oder so, kauft da ruhig im Fachhandel vernünftige Gewindeschneider. Da kann so ein Set, ja, mit Gewindeschneider von M1 bis M10 oder so, kann schnell mal 50 € kosten. Aber die habt ihr dann für immer, weil die taugen wirklich was. Also kann ich euch nur empfehlen. Ich habe jetzt, wie gesagt, den Vorteil, dass ich die Möglichkeit habe, wenn Kunden Sachen wegschmeißen, weil für den Kunden die nicht mehr scharf genug sind, dass ich sie dann mit einem Schrottschein mitnehmen darf. Ihr müsstet die natürlich dann im Markt irgendwo kaufen. Aber nehmt nicht die aus dem Baumarkt. Also bitte nicht aus dem Baumarkt nehmen. Ja. So, also das sind jetzt nochmal die Fragen, die ich beantwortet habe. In der nächsten Folge werden wir dann anfangen, die Y-Beams hier zu verschrauben. Das heißt, ich habe ja hier schon einige Löcher schon vorgebohrt auf den unteren Beams. Da werde ich jetzt alle anderen Löcher auch noch bohren. Da muss ich euch nicht mitnehmen. Das ist Quark. Ich habe euch das in meinem schnellen Video kurz mal gezeigt.
Die bohre ich jetzt alle fertig. Dann bohre ich auch die hier. Ihr seht schon hier die 50 mm Abmaß. Ne? Also die Linearführung ist natürlich jetzt auf der falschen Seite. Die muss jetzt auf die andere Seite. Aber ich habe es jetzt hier hingemacht, damit ihr sie sehen könnt. Die 5 Löcher bohren, andere Seite 5 Löcher bohren, auf dem zweiten Beam auch die 5 Löcher bohren oder 10 und dann verschraube ich den Rahmen erstmal und wenn ich den Rahmen verschraubt habe, dann geht es weiter, weil dann machen wir das mit den Linearführungen. Ja, das wolltet ihr ja auch sehen, kam auch schon eine Frage. Kommt, machen wir gleich. Also bald im nächsten Video. Ja, so, damit sind die Fragen beantwortet und würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ne? Also, Feuer frei, bis denn. Tschüssikowski, bis Dani Manski, euer Chrissy Schnissi.